Als eingefleischter Xbox-Spieler muss man sich diese Tage verwundert die Augen reiben, denn nachdem nach und nach ehemalige Exklusivtitel bereits den Weg auf andere Plattformen gefunden haben, verfährt man jetzt auch so mit der Mutter aller RTS-Serien, also Age of Empires. Mehr noch, kündigt Microsoft aber auch Content für die Zukunft an und lässt einen Teil der Serie dabei endgültig aussterben. Viel zu besprechen also und deshalb heute ein kleines News-Roundup rund um das Age of Empires Franchise. You must allow Nuar to repair the pillars of heaven. I will drive you from this place. Bow to your new emperor. Dieses Video wird euch von Instant Gaming präsentiert, welche mit 26 € für Age of Mythology Retold aktuell den besten Preis für das RTS-Meisterwerk im Sortiment führen. Mit einem Kauf über meinen Partnerlink unterstützt ihr zusätzlich diesen Kanal hier sehr. Vielen Dank. Einerseits scheint man Microsoft ja zu verstehen, andererseits aber auch nicht so richtig. Die Xbox Series-Generation an Microsoft-Konsolen scheint trotz des Kaufes von Bethesda und Activision Blizzard alles andere als rosig zu laufen, weswegen man sich nun sogar genötigt sieht, vollkommen aus dem Rennen mit Nintendo und Sony auszusteigen, was so eigentlich nicht erwartbar war. Denn obwohl man beteuert, eine weitere Generation an Xbox-Konsolen zu veröffentlichen und sich sogar offiziell ein Handheld in Entwicklung befindet, um etwas gegen die allmächtige Nintendo Switch aufbringen zu können, wittert man nun das schnelle Geld und bringt ein ehemaliges Exklusivspiel nacheinander auf den Konkurrenzplattformen. Inwiefern es sich jetzt oder in Zukunft noch lohnen soll, eine Xbox-Konsole zu kaufen, weiß offensichtlich nicht mal Microsoft. Vergangene Woche hat man daher folgerichtig angekündigt, neben Forza Horizon 5 auch Age of Empires 2 und Age of Mythology auf die PlayStation 5 zu portieren und hat damit streng genommen den Schritt hin zum Third-Party-Entwickler endgültig vollzogen. Dass das gleiche im Laufe des Jahres für die nagelneue Nintendo Switch 2 ebenfalls erfolgen wird, die sogar mit einem Maus-Feature daherkommen soll, scheint nur noch Formsache. Den Anfang macht daher Age of Mythology Retold, welches schon am 4. März auf der PlayStation 5 veröffentlicht wird und dann zudem sogar mit Crossplay zwischen Xbox, PlayStation und PC aufwarten kann. Etwas später im Jahr wird dann Age of Empires 2 nachziehen, wofür es aber noch kein festes Datum gibt. Fun Fact: In 2001 produzierte Konami ein Age of Empires 2 Port für die PlayStation 2, welcher allerdings ziemlicher Murks war. Eine Portierung von Age of Empires 4 ist noch nicht angekündigt, sollte aber eigentlich auch nur noch eine Frage der Zeit sein. Bleibt also nur noch Age 1 und 3, wo die Sache aber etwas anders aussieht. Während man Age of Empires 1 quasi mit dem Add-on Chronicles of the Battle of Greece in Age 2 integriert hat und damit den Support für Teil 1 beendete bzw. ihn überflüssig machte, unterstützte man Age of Empires 3 noch mit weiteren Add-ons. Allerdings musste man nun in einem offenen Brief an die Community einräumen, dass der im vergangenen Jahr angekündigte DLC abgebrochen wurde, da sich die Entwicklung für zusätzliche Inhalte weder anhand der Spielerzahlen noch der allgemeinen Verkaufszahlen noch rechtfertigen ließe. Ein Port auf andere Konsolen wäre hier zwar auch noch möglich, klingt aber nach dem jüngsten Statement eher unwahrscheinlich, da der dritte Teil kein Land gegen die restlichen Teile der Serie sieht. Hingegen erscheint gleichzeitig mit dem PlayStation-Release das Add-on Immortal Pillars für Age of Mythology Retold, welches die zuvor entfernten Chinesen rund erneuert in einer eigenen 9 Missionen langen Kampagne zurückbringt. Obendrauf gibt es für die 20 € auch 12 neue Götter, 3 neue mythische Einheiten und 7 neue Mehrspielerkarten. Besitzer der Premium Edition erhalten diesen DLC übrigens kostenlos. Ob aktuell noch ein DLC für Age of Empires 2 in Entwicklung ist, weiß ich gar nicht. Was aber safe angekündigt wurde, sind 2 weitere für Teil 4 in diesem Jahr. Diese Content-Erweiterungen sollen vor allem Community-Feedback umsetzen und die einzelnen Völker unterschiedlicher gestalten, sodass deutlich mehr Abwechslung in die ganze Sache kommt. Zumindest in der Theorie. Damit einher sollen noch einige neue Einheiten hinzustoßen, die wiederum in nagelneuen Gebäuden ausgebildet werden können. So richtig ins Detail geht man hier aber noch nicht. Der erste der beiden DLC heißt Knights of Cross and Rose und soll irgendwann im Frühjahr erscheinen. Daneben möchte man natürlich die neue Cash Cow Age of Empires Mobile weiter ausbauen, wo es mir schon bei der Ankündigung von neuem kostenpflichtigen kosmetischem Content zum Valentinstag hochkam, weswegen ich das Ding am besten einfach weiter ignoriere.
Aber ja, da gibt es mit Battle of Dawn auch eine neue Kampagne und mit Stellar Glory einen neuen Kampfzonenmodus, was auch immer das heißt, sowie mit Josephines Schatzsuche irgendwas, womit ihr würfeln könnt und so Punkte generiert. Ja, ich hatte nach dem Pressetext eher noch mehr Fragen als vorher, hab das aber auch nie gespielt und daher auch nur der Vollständigkeit halber. So bleibt zum Abschluss noch ein nebulöser Teaser, dass 2025 ein außergewöhnliches Jahr für das Franchise werden soll und man noch viel mehr zum Ankündigen in der Hinterhand hat. Was könnte das also sein? Ein weiterer Age of Mythology und Age of Empires 2 DLC ist ziemlich realistisch, zudem kann man Ports für die Nintendo Switch 2 früher oder später mit der aktuellen Politik einfach erwarten. Und jetzt noch der Hot Take. Da die Verkaufszahlen passen, bis auf Age of Empires 3 alle Teile mit ihren Neuauflagen erfolgreich waren und sich auch die Erweiterungen blendend verkaufen, könnte uns, um die Gamescom rum, die folgerichtige Ankündigung von Age of Empires 5 ins Haus stehen. Aber das ist einfach nur mein Bauchgefühl. In diesem Sinne, checkt mal Instant Gaming und bis zum nächsten Mal.